Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei ComMike. Heute in diesem Video möchte ich wieder an meinem Pool bauen. Und zwar möchte ich eine automatische Poolsteuerung einbauen, die die Wasserqualität überwacht und automatisch nachjustiert. Ich habe mir hierfür die Bayrol Automatic Chlor pH Steueranlage gekauft. Dieses Gerät misst die Wasserqualität und pumpt automatisch Chlor bzw. pH-Flüssigkeit in das Becken dazu. Wie das Ganze funktioniert, wie man das Gerät in die bestehende Verrohrung einbaut, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Seid gespannt, gleich geht's los. Wofür brauche ich eine automatische Dosieranlage? Wofür brauche ich eine automatische Poolsteuerung? Den Pool, den ihr hinter mir seht, der wird mit Chlor gereinigt und mit Chlor desinfiziert. Die Chlorwerte liegen zwischen 1 und 3, sind somit absolut in Ordnung. Und damit das Chlor ordentlich arbeiten kann, muss auch der pH-Wert stimmen. Der sollte zwischen 7 und 7,2 liegen. Mit pH+ hebe ich meinen pH-Wert regelmäßig auf dieses Level hoch, aber spätestens mit dem nächsten Regenschauer sackt das Ganze wieder ab auf 6,5 bis 6,6. Die Alkalität, also die Wasserstabilität, die diesen pH-Wert auf einem Level hält, ist mit 90 relativ konstant, also auch in dem Bereich, wo sie hingehört. Dennoch sind meine Wasserwerte nicht immer optimal. Das zeigt sich dann auch, dass ich trotz Poolroboter, trotz Dosieranlage mit Chlor, trotz UV-Lampe an den Ecken mitunter grüne Stellen haben, wo sich Algen entwickeln. Und die Werte habe ich bisher immer ausgelesen mit meinem Aquacheck. Dieses Gerät mit den Teststreifen kurz ins Wasser auflegen, kann ich ja anschließend rauslesen, wie sind die Chlorwerte, wie ist der pH-Wert oder die Alkalität. Hat sich immer gezeigt, dass einfach der falsche pH-Wert dafür sorgt, dass das Chlor überhaupt nicht richtig arbeiten kann. Nun habe ich aber auch keine Zeit und auch keine Lust, regelmäßig nachzumessen und die pH-Werte anzupassen. Deswegen möchte ich das einfach automatisieren. Ich habe die Poolsteuerung, die Lampen, alles schon automatisiert, über Shellys, über die Alexa, alles sprachgesteuert. Warum also nicht die Wasserqualität? Um die Wasserqualität automatisch steuern zu können, setze ich auf die Bayrol Automatic Chlor pH. Dieses Gerät gibt es auch ausschließlich für Chlor bzw. ausschließlich für pH. Ich habe mich für die Kombination entschieden. Dieses Steuergerät ist relativ preisintensiv, aber ich hoffe dadurch viel Arbeit in Zukunft zu ersparen und auch die Wasserqualität langfristig zu verbessern. Auf der Unterseite gibt es jede Menge Anschlüsse für die Sensoren, unter anderem auch einen pH-Sensor und einen Chlorsensor. Diese Sensoren werden in die bestehende Poolverrohrung eingebaut und messen kontinuierlich die Wasserwerte aus. Und wenn das Gerät nun feststellt, dass die pH-Werte zu niedrig sind gegenüber den Zielwerten, die ich angebe, steuert es über diese Pumpe einen Zufluss aus dem Kanister und erhöht damit den pH-Wert des Wassers. Wenn das Gerät feststellt, dass die Chlorwerte zu niedrig sind, steuert es den Zufluss des Chlors und kann diesen ebenfalls erhöhen. Beides funktioniert komplett autark und unabhängig voneinander und ich bin echt gespannt, ob ich das in der Praxis so gut zum Laufen bekomme. Den Einbau der Steuereinheit und auch die Installation der Sensoren und der Impfeinheiten direkt in die bestehende Poolverrohrung, die zeige ich euch jetzt gleich hier in meinem Poolhäuschen. Die Sensoren als auch die Impfeinheiten werden ja über diese Manschetten in die Rohre eingebaut. Das heißt, einmal von unten und einmal von oben wird das Ganze dann verschraubt und anschließend hier oben ein Loch in das bestehende Rohr der Poolverrohrung hineingebohrt und da kommen dann diese Sensoren hineingebaut. Zum Beispiel dieser hier, das ist der Sensor, der den Wasserfluss misst, damit die Anlage eben nur läuft, wenn tatsächlich auch das Wasser in Bewegung ist. Allerdings habe ich neben dem Bewegungssensor, dem pH-Sensor, dem Chlorsensor und natürlich auch den beiden Impfeinheiten, gegebenenfalls sogar noch einen Temperatursensor, mindestens 5 dieser Manschetten und das würde sich in der Breite natürlich doch viel Platz nehmen und auch das Risiko erhöhen, wenn hier eine Manschette falsch angebracht wird, dass das System undicht wird. Ich habe mich daher dazu entschieden, das Installationskit von Bayrol zu verwenden. Dieses hier, auch das ist relativ preisintensiv. Ihr könnt gerne mal unter dem Video in meine Links reinschauen, die ich euch da reinsetze, was so ein Teil überhaupt kostet. Aber der Vorteil an diesem Gerät ist, dass ich hier neben den beiden Impfeinheiten auch die beiden Sensoren verbauen kann und natürlich auch den Flowmesser, also den Wasserlaufmesser und alles auf einer sehr kompakten Fläche. Hier unterhalb des Pools befindet sich mein Technikhäuschen, in dem unter anderem meine Sandfilteranlage arbeitet, die ich ja mit Filterglas betreibe und natürlich auch
die ein oder andere technische Einheit, wie zum Beispiel die automatische Steuerung meiner Solarheizung, meine UV-Lampe oder eben hier die Chlor-Dosiereinheit. Die Poolpumpe habe ich kurz abgeschalten, damit ihr mich besser verstehen könnt und damit ich euch besser erklären kann, was genau ich hier vorhabe. Hier unten seht ihr die UV-Lampe, die das Wasser mit UV-Licht sterilisiert. Die bleibt auf jeden Fall erhalten, denn die hat mir gute Dienste geleistet. Zusätzlich habe ich hier oben meinen Chlordosierer, der mit den 200 Gramm Tabletten aufgefüllt ist, die sich nach und nach auflösen und in das Wasser abgegeben werden. In der Mitte ist noch ein Rohr, was komplett unbenutzt ist, und hier wollte ich ursprünglich meine Sensoren und auch die Impfinjektionen einbauen, und ihr seht aber, dass das Ganze relativ knapp wird, wenn ich nach oben hin den Platz noch mit nutzen möchte. Deswegen habe ich meinen Plan geändert und werde den Chlordosierer komplett ausbauen. Und zwar habe ich mir überlegt, die Verrohrung hier zu öffnen, wo ja die beiden Absperrventile schon sind. Werde hier ein neues Rohr einbauen mit der exakten Länge der beiden Absperrventile, und hier in die Mitte wird dann diese Installationsbox eingebaut. Der Vorteil an dieser Konstruktion ist, dass ich die Rohre komplett herausnehmen kann und eben durch die jeweils andere Einheit ersetzen kann. Das Ganze kann ich natürlich auch während des laufenden Betriebes machen, denn über diese Absperrventile kann ich den Wasserfluss jederzeit stoppen, kann hier an den Rohren arbeiten, während über die anderen 3 Rohre das Wasser ganz normal weiterlaufen kann. Ich muss also das Wasser im Pool nicht ablassen, um hier arbeiten zu können. Das Steuergerät habe ich direkt an meiner USB-Platte verschraubt, und ich kann mich nun um den Anschluss der Schläuche und auch der Kabel für die elektrische Versorgung bzw. der Sensoren kümmern. Die Stromversorgung der Steuereinheit erfolgt über einen 220 Volt Schokostecker. Die Absicherung dahinter wird über einen 30 mAh Fehlerschutzschalter sichergestellt. Zusätzlich habt ihr noch ein zweites Kabel, das auf der rechten Seite ist. Damit könnt ihr eure Poolpumpe steuern, um sicherzustellen, dass das Gerät nur läuft, während eben auch das Wasser zirkuliert. Ich werde nun zunächst die beiden Injektionsschläuche, die das Mittel ja in die Verrohrung hineinpumpen, hier an den beiden Pumpen anschließen. Bei diesen Pumpen habt ihr jeweils auf der linken Seite die Eingänge, die das Mittel, also den pH Plus oder das Chlormittel, aus den Kanistern herausziehen, und auf der rechten Seite wird dann dieses Mittel in diese Konstruktion hineingebracht. Ich werde also nun meine Schläuche entsprechend kürzen. Das ist zum einen auf der linken Seite der Schlauch für das Chlor, ein bisschen Luft lasse ich noch, schneide mir den jetzt hier einfach ab mit dem Seitenschneider, schön sauber. Dann wird diese kleine Verschraubung geöffnet, der Schlauch eingeführt, aufgeschoben und fest verschraubt. Alle Verschraubungen am Gerät sollten fest sein, handfest, bitte ohne Werkzeug, denn nach fest kommt regelmäßig ab. Als nächstes werde ich den Durchflussmesser installieren. Den habe ich separat erworben, den gibt es weder zum Konstruktionskit noch zur Steuereinheit automatisch dazu. Bei diesem Gerät, welches ja hier direkt mit eingeschraubt wird in die 3/4 Zoll Öffnung, habt ihr eine Markierung. Die Richtungsmarkierung, die ist hier aufgebracht. Das heißt, ich muss diesen Sensor so einstecken, und immer wenn das Wasser fließt, wird dieser Schalter bewegt, gibt ein entsprechendes Signal an die Steuereinheit, und die Steuereinheit ist sich somit im Klaren, dass das Wasser in Bewegung ist. Auf die linke Seite der beiden Pumpen kommt die Entnahmeeinheit. Diese ist natürlich im Set mit enthalten, sieht dann folgendermaßen aus. Ihr habt den Verschluss für die großen Kanister, da unten ist dann ein Schwimmer, der immer unten hängt, also bringt ein gewisses Gewicht mit, und die andere Seite des Schlauchs wird dann entsprechend hier am pH-Eingang bzw. am Chloreingang befestigt. Die beiden Behältnisse für das Chlor und mein pH-Heber habe ich mir in eine Box gestellt, habe hinten mir noch ein Brett untergelegt, damit ich ein bisschen Gefälle reinbekomme, um die Sonden hier an der Öffnung direkt immer in der Flüssigkeit hängen zu haben. Die Länge des Schlauchs habe ich mir entsprechend schon markiert. Und auch für das pH Sonde einfach in den Behälter hinein, beziehungsweise diese Aufnahme.
Und dann ist die Versorgung mit dem Chlor als auch dem pH bereits fertiggestellt. Über die Pumpe, die sich hier drin dreht, wird die Flüssigkeit angesaugt und wird dann über die Schläuche weiter in die beiden Injektionseinheiten gegeben. Alles, was mir jetzt noch fehlt, sind die beiden Sensoren, die hier ebenfalls eingebaut werden. Und diese Sensoren kommen in einer separaten Schachtel. Und sehen so aus. Farblich kodiert, dass ihr da gar nichts verwechseln könnt. Und damit diese Sensoren so funktionieren, wie sie funktionieren sollen, sind sie mit einer speziellen Flüssigkeit hier eingelegt. Und wenn ihr im Winter eure Anlage außer Betrieb nehmt, gibt es eine spezielle Reinigungsflüssigkeit dazu, wo diese Sensoren im Winter ausgebaut werden müssen und in dieser Reinigungslösung gelagert werden müssen. Diese Teile sollten also auf keinen Fall austrocknen, sondern immer schön feucht werden. Nach meinen Recherchen ist es durchaus möglich, so einen Sensor über einen Zeitraum von 4-5 Jahren zu nutzen. Wenn ihr damit nicht so sorgsam umgeht, beziehungsweise die Wasserqualität irgendwo nicht so richtig passt, die Düsen vielleicht auch verstopfen und die Sensoren irgendwo nicht richtig mitmachen wollen, kann es auch sein, dass ihr hier jährlich austauschen müsst. Ersatzsensoren könnt ihr natürlich kaufen. Schaut gerne mal unter das Video in der Beschreibung, verlinke ich euch alles mit zu. Sollte euch aber im Klaren sein, das hier ist kein günstiger Spaß, die kosten richtig Geld. Bevor die Anlage in Betrieb genommen werden kann, muss das Wasser vorab richtig eingestellt sein. Das bedeutet ein Chlorwert von 1 bis 1,5, pH zwischen 7 und 7,4 und die Alkalität sollte mindestens 80 betragen. Ich habe die Werte bei mir nochmal ausgemessen, habe einen pH-Wert von 7,1, Alkalität liegt bei 100, beides im ordentlichen Bereich. Der Chlorwert wird mir mit 7 angegeben, obwohl ich seit Tagen kein frisches Chlor hinzufüge. Das werde ich nochmal nachmessen, denn auch der sollte mittlerweile passen. Ich habe die Bayrol Automatic Chlor pH Dosieranlage hier in meinen Pool eingebaut und die Komponenten über dieses Konstruktionskit mit den Rohren verbunden. Dieses komplette Bauteil, dieses Rohr, kann ich über die Überwurfmuttern wieder lösen, kann es herausnehmen und bei Bedarf meine Chlor-Dosieranlage wieder einsetzen. Im Konstruktionskit habe ich nun die Sensoren für pH, für Chlor, den Durchflussmesser und die beiden Injektionskammern, die die Flüssigkeit ja in die Poolverrohrung einbringen. Gesteuert wird das Ganze über den Computer. Der hat hier unten seine Anschlüsse und die beiden Pumpen. Und wenn das Gerät merkt, dass pH-Werte zu niedrig sind, beziehungsweise die Chlorwerte zu niedrig sind, dann dreht sich diese Drehpumpe durch diese Gummischläuche und saugt dann über diese Schläuche aus dem Chlorbehälter beziehungsweise dem pH-Plus-Behälter die Flüssigkeit heraus und gibt sie hier ins Wasser ab. Was mir auch noch wichtig ist, euch zu sagen, ist, dass dieser Pedalschalter, der den Durchfluss misst, eine sinnvolle Sache ist, denn die Injektion darf ja nur erfolgen, wenn das Wasser in Bewegung ist. Was ich leider nicht hinbekommen habe, ist, diese Anlage zu nutzen, ausschließlich mit diesem Durchflussmesser. Mein Ziel war es ja gewesen, dass der Durchflussmesser das Signal abgibt, Achtung, Wasser läuft, und das Gerät erkennt automatisch, dass die Pumpe an ist. Das habe ich einfach nicht zum Laufen bekommen, habe ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass zusätzlich immer noch dieses zweite Kabel, was ja mit dem Stromkreis der Pumpe kurz geschlossen werden soll, dass das auf jeden Fall notwendig ist. Das habe ich an meinen Stromkreis von der Pumpe mit angeschlossen. Bedeutet, immer dann, wenn die Pumpe über die Zeitschaltuhr aktiviert wird, wird auch das Gerät darüber informiert und dann erst greift die Funktion des Pedalschalters. Das heißt, ich habe zwar ein redundantes System, aber hätte mir letztendlich diesen Schalter, der ja nun auch über 100 € kostet, einfach sparen können. In meinen Recherchen habe ich natürlich einige Sachen gefunden, dass man im Gerät das Ganze hier überbrücken könnte, aber ganz ehrlich, ich kaufe hier kein teures Steuergerät, um dann in der Elektronik noch herumzubasteln. Wenn ihr da also eine Idee habt, wie ich dieses Kabel wieder rausnehmen kann, also dass man das nicht wirklich braucht, dass es ausschließlich über diesen Pedalschalter funktioniert, schreibt mir gerne mal einen Kommentar unter das Video und gebt mir einen Tipp, wie man das einfacher lösen kann. Der Einbau dieser automatischen Dosieranlage hat ungefähr einen halben Tag gedauert. Mit etwas Ruhe und Geschick ist das gar kein Hexenwerk. Die Anlage läuft aktuell alles im grünen Bereich mit einem pH-Wert von 6,9 bzw. einem Redoxwert von 7,3.
13. Beides noch nicht optimal. Der pH-Wert sollte 7,2 sein, der Redoxwert sollte bei 720 sein, denn der Redoxwert gibt nicht das eigentliche Chlor im Wasser an, sondern die Oxidationsfähigkeit, also die Möglichkeit, Keime abzutöten, und die wird über die elektrische Spannung mit ausgelesen. 720 Millivolt sollte das Ziel sein. Was mir aber aufgefallen ist, und das ist der große Fehler, den ich hier begangen habe, dass die Chlormittel, die hier eingespeist werden, selber schon laugenhaltig sind. Das bedeutet, mit jeder Zugabe des Chlors wird automatisch auch der pH-Wert angehoben. Ich bin nun davon ausgegangen, dass mein Wasser generell einen zu tiefen pH-Wert hat, habe also auch meinen Kanister mit pH-Plus-Flüssigkeit gekauft. Das bedeutet, dass die pH-Plus-Flüssigkeit die Wasserwerte anhebt und zusätzlich auch das Chlor den pH-Wert mit anheben wird. Irgendwann werde ich definitiv außerhalb dieser Bandbreite liegen, außerhalb der 7,2 im pH-Wert, und das Chlor wird nicht mehr aktiv sein, es wird einfach nicht mehr funktionieren. Aus diesem Grund habe ich mir bereits einen neuen Kanister bestellt mit pH-, und dann wird das pH- den Wert automatisch nach unten senken auf 7,2, während das Chlor mit dieser laugenartigen Trägerflüssigkeit den pH-Wert wieder nach oben setzen wird. Unterm Strich sollte es dann definitiv funktionieren. Im Moment behelfe ich mir mit zusätzlichem Pulver nach, bis eben die neue Lieferung da ist. Achtet darauf, dass ihr nicht den gleichen Fehler wie ich begeht. Was kann ich noch dazu sagen? Es wird auf jeden Fall ein Folgevideo geben, denn ich möchte euch noch etwas detaillierter zeigen, wie die Einrichtung in der App funktioniert, auch die Funktionen, die ihr hier im Gerät habt, beziehungsweise die ihr über die App steuern könnt. Die App selber gibt es ja direkt kostenfrei zum Download, zeigt euch auf die Entfernung den pH-Wert als auch diesen Redoxwert an. Die Einrichtung ist etwas hakelig, das muss ich definitiv sagen. Es funktioniert nicht über Bluetooth, Koppeln, WLAN, fertig. Nein, ihr müsst einen Code an der Seite auslesen, müsst euch auf dem Webportal anmelden von Byrol, dort die Anlage registrieren, bekommt einen zweiten Registrierungscode, den ihr wieder in der App angeben müsst, um das Ganze über die Cloud zu koppeln. Einfacher geht meiner Meinung nach deutlich anders. Aber was soll's, es funktioniert erstmal und ich möchte es euch gern zeigen. Was ich auch euch beim nächsten Mal zeigen möchte, ist der Einbau des Temperatursensors. Den habe ich mir ebenfalls schon besorgt. Der wird natürlich ganz vorne schon am Rücklauf vom Pool eingebaut und dann ebenfalls hier eingebunden, damit ich über die App direkt schauen kann, welche Temperatur hat der Pool und nicht jedes Mal runterrennen muss, um auf das Thermometer zu schauen. Nun seid ihr gefragt, ich bin gespannt auf euer Feedback, auf eure Meinung zu so einer automatischen Dosierstation. Wäre das was für euch? Wärt ihr bereit, so viel Geld dafür auszugeben? Schreibt mir doch mal gerne einen Kommentar, wie ihr darüber denkt. Gebt mir ein Feedback, wie ihr das macht. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, auf den Austausch untereinander. Wenn dir mein Video was gebracht hat, gib mir den Daumen nach oben. Auch darüber freue ich mich riesig. Und ich denke, es wird auf jeden Fall ein zweites Video geben. Und wenn du dabei sein möchtest, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal. Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.